Eine halbverdeckte Schwalbenschwanzverbindung haben wir bereits gemeistert und in diesem Video zeige ich euch, wie man eine offene Schwalbenschwanzverbindung herstellt. Hallo, ich bin Honza von IGM und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr mit dem Zinkenfräsgeräten IGM FD300 oder FD600 eine offene Zinkenverbindung herstellt. Beim letzten Mal haben wir die Herstellung des Vorderteils der Schublade, also die Verbindung von Front und Seiten, anhand einer Grundschablone für eine halbverdeckte Schwalbenschwanzverbindung gezeigt. In diesem Video zeigen wir die Herstellung einer offenen Schwalbenschwanzverbindung in einer praktischen Demonstration. Wir werden Verbindungen für die Rückseite der Schublade herstellen und sie mit den Seiten verbinden, wo die offene Schwalbenschwanzverbindung am häufigsten verwendet wird. Wir benötigen eine zusätzliche Schablone FD3170 oder FD6170, um die offene Zinkenverbindung herzustellen, je nachdem, welche Vorrichtung ihr besitzt. Sie benötigen außerdem den Schwalbenschwanzfräser M118-12981 und den Nutfräser M100-08081. Die Schablonen FD3170 oder FD6170 sind für Teildicken von 8 bis 19 mm ausgelegt. Für dickere Teile von 16 bis 25 mm verwenden wir die Schablonen FD3190 oder FD6190. Auch hier beginnen wir mit der Vorbereitung des Materials für die Herstellung der Verbindung. Wir haben es jedoch größtenteils schon fertig, da wir die Seitenwände bereits bei der Herstellung der halbverdeckten Verbindung bearbeitet haben. Jetzt müssen wir noch die relevanten Anschlüsse auf der Rückseite der Schublade richtig markieren und schon kann es losgehen. Wie bei der halbverdeckten Verbindung sind in der Tabelle die idealen Breiten der Teile aufgeführt. Diese Breiten garantieren, dass immer volle Zähne entstehen und die Verbindung symmetrisch ist. Die Tabelle findet ihr auch in der Beschreibung des Videos und natürlich im Handbuch. Auch hier ist es wichtig, die Teile zusammengefügt werden sollen, richtig zu markieren. An den Seiten haben wir bereits eine X-Markierung, daher verwenden wir auf der Rückseite ein Y, so wie es auf der Vorderseite der Schublade war. Daher wird der Anschluss im rechten hinteren Teil an der Seite der Schublade mit X3 und an der Rückseite der Schublade mit Y3 gekennzeichnet. Beide Teile müssen mit der Vorderseite zu uns zeigend eingesetzt werden. Das heißt, die Seite, auf der keine Markierung ist, für eine halbverdeckte Verbindung, haben wir die Teile umgekehrt eingefügt, also mit den Rückseiten zueinander. Bei der Herstellung einer offenen Zinkenverbindung klemmen wir beide Teile mit Frontdruck zusammen. Für die Herstellung der offenen Zinkenverbindung ist es notwendig, ein weiteres Hilfsteil zu erstellen, das 6 mm dicker ist als die Dicke der zu bearbeitenden Teile. Setzt dieses Hilfsteil unter den oberen Druck, es dient zur Beseitigung von Splittern. Das Zusatzteil darf nicht über den vorderen Teil des Werkstücks hinausragen. Wir ersetzen die Rollenanschläge durch die Anschläge, die im Paket für die offene Schwalbenschwanzschablone enthalten sind. Diese Anschläge werden nur von der Vorderseite der Vorrichtung eingeführt und an Positionen platziert, die weiter von der Mitte der Vorrichtung entfernt sind. Wir führen das mit X gekennzeichnete Teil mit der Vorderseite zu uns gerichtet unter dem vorderen Druck ein, jedoch nur so, dass es leicht über den Körper des Werkstücks hinausragt und erhöhen den Druck leicht. Setzt das 6 mm dicke Hilfsteil unter die obere Druckplatte, drückt dieses Hilfsteil gegen das X-Teil und zieht die obere Druckplatte fest. Setzt die Schablone mit den montierten Haltern in die Schablone ein, sodass die schrägen Kopierausschnitte mit der Positionsanzeige zu uns zeigen. Lasst den Druck auf der Vorderseite der Vorrichtung zu und stellt das Teil X so ein, dass es auf dem Anschlag und auf der Schablone aufliegt. Nun legen wir die Positionen der Schablone entsprechend dem Indikator am Hauptteil der Schablone fest. Durch Lösen oder Anziehen der Muttern bringen wir die Schablone in die richtige Position, bis die Schablonenpositionsanzeige mit der Ecke des X-Teils übereinstimmt. Löst die Schrauben, mit denen die Schablone an den Halterungen befestigt ist, und dreht die Schablone so, dass die geraden Ausschnitte auf der Schablone zu uns zeigen. Wir lassen die Halterungen am Werkstück befestigt. Wir befestigen die Schablone mit Schrauben an den Halterungen. Jetzt haben wir das Teil X angebracht und eingestellt und jetzt bereiten wir die Oberfräse und den Fräser vor. Wir setzen den Kopierring für den Schwalbenschwanzfräser in die Basis der Oberfräse ein. Hierbei handelt es sich um einen Ring, der in der Grundausstattung des FD300 bzw. FD600 enthalten ist. Anschließend setzen wir den mit M118-12981 gekennzeichneten Schwalbenschwanzfräser in die Oberfräse ein. Der Fräser ist nicht Bestandteil der Schablone, kann aber als Zubehör erworben werden. Stellt die Fräserverlängerung so ein, dass der Fräser so weit ausgefahren ist wie die Dicke des Teils Y, das heißt die Dicke der Rückseite der Schublade und dazu die Dicke der Schablone, die etwa 4 mm beträgt.
Wir platzieren die Fräsmaschine so auf der Schablone, dass sie das Teil nicht berührt und fräsen sorgfältig alle notwendigen Kerben in die Schablone. Wir prüfen, ob die Schwalbenschwänze in allen Kerben sauber gefräst sind. Wenn nicht, wiederholen wir das Fräsen. Wenn alles gefräst ist, lösen wir den Druck und entnehmen das Teil. Wir lassen das Hilfsteil unter dem oberen Druck eingespannt. Wir lösen die Schrauben, mit denen die Schablone an den Halterungen befestigt ist, und drehen die Schablone auf die andere Seite zu uns, damit die schrägen Ausschnitte auf der Schablone zu uns zeigen. Mit Schrauben befestigen wir die Schablone an den Haltern. Wir setzen Teil Y unter der vorderen Klemme ein, drücken es bis zum Anschlag und erreichen die Schablone von unten. Wir ersetzen den Kopierring in der Oberfräse durch den, der im Paket der Zusatzschablone enthalten ist. Anschließend setzen wir den mit M100-08081 gekennzeichneten Nutfräser in die Oberfräse ein. Der Fräser ist nicht Bestandteil der Schablone, kann aber als Zubehör erworben werden. Den Fräser so weit ausfahren, dass er bis zur Dicke des X-Stücks, das heißt der Dicke der Schubladenseitenwand, ausgefahren ist, und die Dicke der Schablone, die ca. 4 mm beträgt, muss wieder hinzugefügt werden. Wir platzieren die Fräsmaschine so auf der Schablone, dass sie das Teil nicht berührt, und fräsen sorgfältig alle notwendigen Kerben in die Schablone. Wir prüfen noch einmal, ob die Schwalbenschwänze in allen Kerben sauber gefräst sind. Wenn nicht, wiederholen wir das Fräsen. Wenn alles gefräst ist, lösen wir den Druck ab und entnehmen das Teil. Wir haben beide Teile der Verbindung gefräst und können jetzt die Richtigkeit der Verbindung überprüfen. Es kann vorkommen, dass die Verbindung nicht euren Wünschen entspricht, aber alles kann durch kleine Anpassungen des Werkzeugs oder der Vorrichtung gelöst werden. Wenn die Verbindung fest ist, bewegt die Schablone von euch weg, und wenn die Verbindung locker ist, bewegt die Schablone in die entgegengesetzte Richtung. Wenn die Verbindung zu flach ist, muss die Schnitttiefe des Schaftfräsers erhöht werden. Ist es zu tief, reduzieren wir die Schnitttiefe. Wenn wir mit der Verbindung zufrieden sind, können wir die dritte Verbindung unserer Schublade fräsen. Und wir können mit der letzten, also der vierten Verbindung beginnen. Alles ist eingestellt und wir können die Verbindung erstellen, die wir auf der anderen Seite der Vorrichtung herstellen. Auch hier müssen wir auf die korrekte Kennzeichnung der Verbindung achten und für das korrekte Einsetzen des Teils in die Vorrichtung, also nach außen. Die Vorderseite unserer Schublade bildet den äußeren Teil der Schublade. Bei der Herstellung der vierten Verbindung gehen wir genauso vor wie bei der dritten, nur auf der gegenüberliegenden Seite der Vorrichtung. Jetzt reicht es, alle 4 Teile miteinander zu verbinden, und zusammen haben wir die ganze Schublade hergestellt. Wir können im unteren Teil eine Nut für den Schubladenboden anbringen, den Boden eurer Wahl einsetzen und die Verbindungen verkleben. Zum Kleben verwenden wir Holzleim von Titebond, und um sicherzustellen, dass die Schublade einen rechten Winkel hat, verwenden wir IGM Korpuszwingen. So haben wir es gemeinsam geschafft. Wir haben gelernt, mit den Vorrichtungen FD300 und FD600 zu arbeiten und können halbverdeckte und offene Schwalbenschwanzverbindungen herstellen. Vorausgesetzt, ihr möchtet kein weiteres Video verpassen, klickt hier, um euch anzumelden. Das nächste Mal zeigen wir euch eine weitere Verbindung, die mit diesen Vorrichtungen hergestellt werden kann, und zwar eine Fingerzinkenverbindung. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns ein Like und wir sehen uns beim nächsten Mal.